Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich die siamesische Rüsselbarbe vor, die auch Grünflossenbarbe oder einfach Siamensis genannt wird. Sie ist ein beliebter Zierfisch und wird im Aquarium oft gegen Algen eingesetzt, weswegen sie im Handel auch als siamesischer Algenfresser angeboten wird. Sie gilt wegen ihrer Größe nicht als ein für Anfänger geeigneter Fisch, die Haltung soll aber ansonsten relativ einfach sein. Die anderen Fische hier im Aquarium sind die goldene Zuchtform der Saugschmerle. Der wissenschaftliche Name für die siamesische Rüsselbarbe lautet Crossochelys oblongus oder auch Crossochelys siamensis. Wird sie als siamesischer Algenfresser angeboten, wird sie auch als Crossochelys atrilimis ausgezeichnet. Sie gehört zur Ordnung der Karpfenartigen und zur Familie der Karpfenfische. Sie stammt aus Südostasien und soll im südlichen Thailand und in Malaysia vorkommen. Sie soll dort in schnell fließenden und sehr sauerstoffreichen Gewässern leben. In ihrem Verbreitungsgebiet auf der malaiischen Halbinsel herrscht überwiegend feucht-heißes tropisches Klima mit ganzjährigen Durchschnittstemperaturen zwischen 25 und 28 Grad Celsius. Während der Monsunzeiten kann es zu höheren Wasserständen kommen. Die siamesische Rüsselbarbe kann laut den meisten Quellen bis zu 15 cm groß werden. Der Körper ist lang gestreckt und weist an der Seite einen schwarzen Streifen auf, der vom Maul bis in die Schwanzflosse hinein verläuft. Dieser soll sich silbrig verfärben, wenn sich die siamesische Rüsselbarbe im Aquarium nicht wohlfühlt oder zum Beispiel wegen Rangkämpfen unter Stress leidet. Die Flossen sind farblos und an der Maulspitze befinden sich Barteln. Männchen und Weibchen sollen nur recht schwer voneinander zu unterscheiden sein. Siamesische Rüsselbarben sollen im Aquarium je nach Quelle zwischen 8 und 10 Jahren alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, ist die siamesische Rüsselbarbe ein beliebter Aquariumfisch, da sie robust ist, nicht viel Pflege benötigt und bei den Wasserwerten relativ tolerant ist. Außerdem wird sie sehr gerne als Algenfresser eingesetzt. Die Zucht im Aquarium gilt als schwierig und so soll sich Nachwuchs meist nur zufällig einstellen. Deshalb dürften auch die meisten der hier im Handel angebotenen Tiere Wildfänge sein. Da die siamesische Rüsselbarbe wie gesagt aus tropischem Klima stammt, mag sie es gerne warm. So sollen Wassertemperaturen zwischen 24 und 26 Grad ideal sein. Man sollte aber auch darauf achten, dass das Wasser trotzdem sehr sauerstoffreich ist. In der Natur sollen sie in leicht sauren und weichem Wasser leben. Im Aquarium soll die Haltung laut den meisten Quellen bei einem pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 und einem GH zwischen 5 und 20 möglich sein. Siamesische Rüsselbarben sind Gruppenfische und so sollten mindestens 5 bis 8 Tiere zusammengehalten werden. Da sie lebhaft und schwimmfreudig sind und bis zu 15 cm groß werden, wird in den meisten Quellen ein Aquarium mit 150 cm Kantenlänge als Mindestgröße angegeben, aber größer ist wie immer besser. Im Becken sollte es bepflanzte und offene Bereiche geben, aber die siamesische Rüsselbarbe braucht auch Steine und Wurzeln, an denen sie Algen abweidet und auf denen sie sich bevorzugt ablegt. Außerdem sollten der siamesischen Rüsselbarbe Bereiche mit Strömung angeboten werden. Die Vergesellschaftung mit anderen Fischen, wie zum Beispiel mit anderen Barben und Welsen, gilt als unproblematisch. Man sollte allerdings darauf achten, dass diese auch höhere Temperaturen und die gleichen Wasserwerte vertragen. Die siamesische Rüsselbarbe selber gilt allgemein als friedlicher Fisch, es kann allerdings unter dem Männchen zu Revier- und Rangkämpfen kommen. Beim Futter soll die siamesische Rüsselbarbe als Jungtier pflanzliche Kost und hier besonders Algen bevorzugen, da sie wahrscheinlich als Wildfänge nichts anderes kennen. Das Aquarium muss also vor dem Besatz schon sehr gut eingefahren sein und ausreichend Bewuchs, zum Beispiel in Form von Faden- und Pinselalgen, aufweisen. Die siamesische Rüsselbarbe soll auch zum Beispiel Salatblätter annehmen, besonders wenn diese anfangen, sich im Wasser zu zersetzen. Ältere Tiere, die schon länger im Aquarium leben, sollen auch gerne Trocken- und Lebenfutter fressen. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir einen Schwarm siamesische Rüsselbarben für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch bitte mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.